Hallo, mein Name ist Markus Günther von Togo Reisemobile aus Stowe in der Nähe von Hamburg. Das hier neben mir ist der Westfalia Columbus 601 aus dem neuen Modelljahr und der passt perfekt in diese Jahreszeit. Ich habe kalte Füße, die passen perfekt zu der Fußbodenheizung, die der Columbus hat. Ich habe einen guten Geschmack, das passt perfekt zu dem Möbelbau, den der Columbus hat. Und ich habe Lust auf ein tolles Bett, was ich vorne auch für meine Kinder aufbauen kann, so wie das in dem Columbus der Fall ist. Das alles und ganz viele andere Details erfahrt ihr in diesem Video zum Westfalia Columbus 601. Bevor wir aber damit richtig loslegen, denkt dran, hier unter dem Video unseren Kanal zu abonnieren und dann auch die Glocke zu aktivieren. Wir haben noch so viele schicke Videos für euch im Köcher, die jetzt über den Winter kommen. Also immer dran denken, Kanal abonnieren. Aber heute geht es um den Westfalia Columbus 601. Viel Spaß dabei! Das Gute an der kalten Jahreszeit ist, dass man gar nicht mehr so lange warten muss, bis dunkel wird und viel besser zeigen kann, wie das mit dem Licht ist. Wenn ihr zum Beispiel fröstelnd zu eurem Westfalia Columbus zurückkommt, die Hände irgendwo in den Jackentaschen, muss da nur der Schlüssel drin sein. Und dann kann ich die Fernbedienung von meiner LED-Außenleuchte, die beim Westfalia Columbus im Komfortpaket drin ist, betätigen und sehe auch schon die Pfütze, dass ich mit meinen Schuhen nicht kalte Füße auch noch mit dazu habe. Das und ganz viele weitere Details hatte der Columbus schon letztes Jahr, aber wir haben in diesem Fahrzeug ein paar Details umgesetzt, die wollen wir euch einfach ein bisschen näher bringen und außerdem mal wieder den Columbus 601 zeigen, weil der mit dem neuen Möbelbau aus dem Modelljahr 21 lang nicht mehr bei uns auf dem Kanal war. Ja, von außen kann man gleich sehen, wir haben den normalen langen Radstand, das heißt, wir haben einen Wagen, der ist 5,99 Meter lang, 2,5 Meter breit und ungefähr 2,60 Meter hoch, abhängig davon, ob wir Solar, Satt oder sonst irgendwas mit drauf haben. Und das hier ist ein Fahrzeug in der normalen Außenfarbe Weiß. Das ist eine Farbe, die keinen Aufpreis kostet, die sich aber, finde ich, gerade beim Westfalia Columbus immer wieder gut macht. Hier haben wir die Seitz S7 Rahmenfenster. Das sind die ganz flachen Fenster, die hier mit dran sind. Und das zusammen mit dem weißen Blech, den mattschwarzen Flächen und dann den super coolen OAC-Felgen in 18 Zoll. Das ist so ein Gesamtpaket. Ich denke, da schnallt jeder Connoisseur mit der Zunge. Grundsätzlich ist es so, dass wir auch bei allen Dingen, die wir nachträglich angebaut haben, natürlich darauf geachtet haben, dass wir diesem Schwarz-Weiß-Thema treu bleiben. Der Frischwasser-Einfüllstutzen ist natürlich immer schwarz von Westfalia. Wir haben diesem Wagen aber zusätzlich eine Gasaußensteckdose verpasst. Die haben wir auch mit einem schwarzen Deckel versehen, um das eben richtig schön einheitlich zu haben. Von den 18 Zoll Felgen habt ihr natürlich verschiedene Vorteile. Zum einen fahrt ihr die mit deutlich weniger Luftdruck. Dadurch wird der Fahrkomfort richtig ein ganzes Stück besser. Und zum anderen fahrt ihr breitere Reifen, damit ist das irgendwie ein satteres Fahrgefühl. Und wenn wir die Felgen drauf machen, haben wir natürlich die freie Wahl. Fahren wir die mit Sommerreifen, mit Winterreifen oder so wie wir es hier gemacht haben mit Ganzjahresreifen. Übrigens auch mit Traglasten, die zu den hohen Achslasten des Maxi-Chassis passen. Es gibt so ein paar Dinge, wo ihr bei der Bestellung darauf achten müsst, dass wir das Grundfahrzeug richtig bestellen, aber das machen wir dann im Rahmen der Konfiguration eures Westfalia Columbus und gucken, dass das wirklich alles so wird, wie ihr das haben wollt. Und wer AT-Bereifung haben will, kann den Wagen natürlich auch noch höher legen und dann machen wir euch auch noch richtig geländegängige Bereifung drauf, dass das nicht nur cool aussieht, sondern auch mehr Traktion bringt. Dabei fällt mir übrigens ein, das ist ein echter Grund, das Video, unseren Kanal zu abonnieren. In Kürze gibt es neue Infos zu unserem Dangel Allradumbau auf dem Pössl Tubin Plus. Das kommt jetzt auch bald wieder. Also wer viel Traktion will und einen echten Allradantrieb, guckt euch das Video einfach auch mal an. Westfalia setzt ja bei allen Fahrzeugen konsequent auf eine Dieselheizung und konsequent auf einen Kompressorkühlschrank. Das bringt mit sich, dass wir viel weniger Gasvorräte brauchen als bei allen anderen Fahrzeugen. Hier ist es zum Beispiel so, dass da hinten der weiße Kasten, der Kasten für die Gasflasche ist. Der ist beim Columbus 601 ausgelegt für eine 5-Kilo-Flasche. Dadurch, dass ich eben nur eine 5-Kilo-Flasche mitnehme, habe ich plötzlich eine ganz andere Möglichkeit, den Stauraum hinten aufzuteilen. Und deswegen sind alle Westfalia so, dass das hinten so aufgeräumt wie möglich ist. Es hat den Charme, dass man das Bett, was auf so einem Schlitten hier oder gelagert ist, hochklappen kann und ihr eben Fahrräder hier aufrecht reinstellen könnt. Und wenn man wollen würde, könnte man jetzt sogar den gesamten Schlitten nehmen und hier mit nach hinten ziehen.
In der Regel ist es aber ja so, warte mal, da muss die Matratze natürlich mit. In der Regel ist es aber ja so, dass man das Bett eher aufgebaut lässt und den Stauraum hier unter zur Verfügung hat. Aber auch da ist er halt groß und schön. Wir haben hier in der Breite von links nach rechts 1,86 Meter und das Ganze in der Höhe 77 Zentimeter. Und hier bis zu der Bordwand da vorne haben wir knapp 1,34 von der Ladetiefe. Also durchaus ein großer Stauraum, der da ist. Dann haben wir dem Wagen eine feste Anhängerkupplung verpasst und wir haben hier, weil dort ein Fahrradträger drauf soll, einen abgesenkten Kugelkopf genommen. Damit man versteht, was da passiert. Das ist der originale Kugelkopf, der dran hängt. Der würde so auf der Höhe hängen. Wenn ich jetzt hier meinen Fahrradträger auf der Kupplung habe, kann es sein oder kommt es bei dem Fahrradträger, der hier verwendet werden soll, dazu, dass der Fahrradträger mit den Türen kollidiert und ich die nicht aufmachen kann. Durch den abgesenkten Kugelkopf, der einfach hier niedriger ist, kann ich, wenn ich den Fahrradträger wegklappe, ist hier ausreichend Spielraum, damit ihr ausreichend entspannt klappen könnt. Und so kann man eben über unterschiedliche Kugelköpfe die Höhe so ein bisschen einstellen und damit fast jeden Fahrradträger an dem Auto nutzbar machen. Da muss man eben so ein bisschen Rücksicht nehmen, was der einzelne Kunde möchte. Was man gut sehen kann, ist, dass Schlafkomfort bei Westfalia hochgeschrieben wird. Wir haben hier diese punktelastischen Lattenroste, die mit drin sind, haben eine hochwertige Kaltschaummatratze, die natürlich komplett abnehmbar und auch der Bezug waschbar ist. Und insgesamt hier hinten ein sehr großzügiges Bett, was total komfortabel ist. Und wenn ich uns das mal hier freiräume kurz, eben auch die komplette Sichtachse nach vorne frei. Das ist ja so ein bisschen einer der Punkte, wo Westfalia immer wieder darauf achtet, dass man vielleicht nicht auf das letzte Quäntchen Stauraum Wert legt, aber einfach ein großzügiges Raumgefühl hat und dadurch das hier nicht hat. Wer übrigens seinen Columbus 601 mit einem etwas abgetrennteren Schlafraum haben will, kann den Kühlschrank auch hochgesetzt bestellen. Dann habt ihr dort einen großen Kühlschrank, nennen das jetzt mal Tower, dass man nur den normalen Mitteldurchgang hat und dann hat man eine sehr viel klarere Separierung von Schlafen hier hinten und Wohnen da vorne. Egal welche Variante des Kühlschranks ihr wählt, das Bett bleibt immer das gleiche. Und zwar ist das beim Westfalia Columbus richtig schön quadratisch. Das heißt, ich muss im Prinzip nur an einer Stelle die Matratzenbreite messen. Die haben wir hier. Wir haben exakt 1,40 und quer von links nach rechts haben wir 1,94 in der Länge. Das heißt, ein normales Querdoppelbett. Was gefühlt das Bett ein bisschen größer macht, ist, dass wir bei Westfalia die Situation so haben, dass wir keine Fenster links und rechts haben. Dadurch kann man sich gefühlt ein bisschen länger ausstrecken und hat eben keine Verdunklungsrollos oder Fliegengitter am Kopf, die einen da potenziell stören könnten. Wir haben den Wagen jetzt hier ausgestattet mit der großen Dachhaube. Serienmäßig ist dort hinten eigentlich eine 40×40 Dachhaube. Das ist jetzt das große Fenster 50×70, also 70 breit, 50 tief. Und das könnt ihr wahlweise vorne in der Sitzgruppe haben, so wie wir das hier haben, und eben auch über dem Bett. Das heißt, hier haben wir einen Wagen, wo Licht und Luft ganz viel Bedeutung beigemessen wird. Auf der Fahrerseite, neben der natürlich auch von dieser Seite super coolen Optik, könnt ihr sehen, wir haben dem Wagen hier eine Sog-Toilettenentlüftung verpasst. Das heißt, da gehen keinerlei Gerüche mehr in den Innenraum, wenn die Toilette in Benutzung ist. Ansonsten haben wir den Wagen bis auf die Felgen von dieser Seite relativ original gelassen. Wenn ihr das Winterpaket mitbestellt, dann habt ihr diesen Rüssel, der da noch mit rauskommt. Dann kommt ein kompletter zusätzlicher Heizlüfter mit unter den Fahrersitz, der bewusst nach vorne rausstrahlt, um im Rahmen des Winterpakets einfach den Raum, der am schlechtesten im Fahrzeug isoliert ist, das Fahrerhaus, durch die Einfachverglasung mit aufzuheizen. Und hier an der Seite habt ihr den Schalter für den beheizbaren Abwassertank, so dass man mit dem Columbus, ich meine, es bleibt ein Kastenwagen, aber zumindest eine gewisse Art und Weise Wintercamping machen kann. Und wenn es richtig knackig kalt wird, dann macht ihr einfach den Abwassertank auf, stellt einen Eimer drunter, dass man da auch bei richtig kalten Temperaturen klarkommt. Von der Isolierung, von der Fußbodenheizung und mit den Isomatten, die im Winterpaket dabei sind, habe ich mehrere Kunden, die auch regelmäßig zum Skifahren fahren und sagen, das funktioniert hervorragend. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist zwar nicht extremes Wintercamping, aber Anfang November mit 2 Kindern
in St. Peter-Ording hat hervorragend funktioniert. Waren immerhin auch -5 Grad und hat uns richtig gut gefallen. Wie das von innen aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an, ob ihr euch da auch wohlfühlen würdet. Bevor ich euch zu mir in den Columbus reinbitte, wir haben natürlich wie bei allen anderen Fahrzeugen auch hier eine Fliegengittertür mit dabei. Und was mir hier auffällt, guck mal, ihr habt hier, das kann man glaube ich ganz gut sehen, hier so eine indirekte Beleuchtung, dass man es sich richtig gemütlich machen kann. Dieser gesamte Bereich bis hinten ist komplett mit der Fußbodenheizung durchzogen. Das heißt, ich könnte hier theoretisch auch barfuß drin laufen. Und dadurch, dass das eben eine Dieselheizung ist, brauche ich mir keinen großen Gedanken über Brennstoff machen, sondern kann wirklich das aus dem normalen Kraftstofftank mit befeuern. Wenn man den ersten Blick hier reinwirft, denkt man, okay, das ist super großzügig. Jetzt fehlt aber natürlich auch der Tisch, den haben wir bewusst noch ein bisschen wegstehen lassen, weil Westfalia der einzige Hersteller ist, der eigentlich in fast jedem Fahrzeug einen festen Platz für den Tisch hat. Beim Columbus ist das hier oben, dass man einfach, wenn hinten Personen mitfahren wollen, den Tisch, wenn man will, auch wegräumen kann, was eben das Unfallrisiko dann auch deutlich minimiert. Aber um jetzt zu erleben, wie so ein Columbus aussieht und was er kann, stellen wir den Tisch dann mal mit rein. Und während ich mich sonst häufig auf die Fahrer- und Beifahrersitze setze, nehmen wir das heute mal mit auf die Sitzbank hier und setzen uns hier drauf, weil die beim Columbus super cool ist. Wenn man sich für so einen Columbus 600 oder 601 interessiert, dann interessiert einen natürlich auch, wie sich der Preis zusammensetzt. Um das mal ganz grob zusammengefasst zu sagen, wir haben hier ein Fahrzeug, das sich relativ weit am oberen Ende der Nahrungskette befindet. Wir haben mit 160 PS, dem Komfortpaket, dem Maxi-Chassis, den 18 Zoll Felgen. Wir haben einen Ladebooster mit 50 Ampere eingebaut. Jetzt muss ich ein bisschen ablesen und schauen. Wir haben ein Alpine-Navigationsgerät eingebaut, die Solaranlage mit 110 Watt. Wir haben einfach unendlich viele Sachen eingebaut, auch eine Alarmanlage mit allen Details, die man so haben kann. Das summiert sich unterm Strich aber dann auch relativ stark auf. Wir haben dann, wenn man das alles zusammenrechnet, einen Listenpreis, der irgendwo in den Bereich 80.000 Euro geht. Da geht dann auch nicht mehr so viel da oben drüber. Das heißt, es muss einem einfach klar sein, wenn man sich für den Columbus interessiert, ist es nachher unterm Strich sicherlich nicht die günstigste Lösung. Dafür aber eine ganz besondere, ganz tolle, die ganz viele hochwertige Materialien verwendet und vor allem stilistisch und technisch Lösungen hat, die ihr in keinem anderen Auto findet. Wollt ihr eine Fußbodenheizung? Peng, da ist es. Westfalia Columbus, einzige Lösung. Wollt ihr so einen ganz technisch klaren, kühlen und modernen Stil? Auch keine großen Alternativen. Wollt ihr so eine tolle Sitzbank, wo ich 2 Isofix-Befestigungspunkte habe, wo sogar neben dem breiten Markus, und das ist schon die schmale Sitzbank hier im 601, sogar auf der schmalen Sitzbank noch ein zweiter erwachsener Platz hat? Das sind alles Punkte, die den Columbus ausmachen. Und wir merken immer wieder, wenn ihr hier reingeht und euch in dieses Auto verliebt, dann wird es für euch ganz schwer, andere Autos zu finden, die euch auch gefallen würden. Vieles von dem Preis ist natürlich auch technisch gerechtfertigt, weil wirklich einfach viele Dinge aufwendig gelöst sind. Wenn man eben gerade solche Dinge wie Heizungskonzept und sowas beleuchtet und auch den Aufwand, der in dieser Sitzbank steckt. Wir klappen gleich mal das Bett um, das ist schon gewaltig. Damit ihr aber trotzdem gute Referenz zu unseren anderen Autos habt, nehmen wir mal hier kurz unsere Vergleichsmaße in der Sitzgruppe. Wir haben auf Höhe Tisch und Rückenlehne hier 94 cm. Und da denke ich, sollten wir einen neuen Rekord, ja perfekt. Hier oben haben wir 1,30 Meter. Ich glaube, das ist bei einem 6 Meter Auto bisher der größte Abstand. Das erklärt aber auch, dass das Raumgefühl hier oben oder hier vorne relativ gut ist. So wie der Wagen hier steht, haben wir den breiten Schwenktisch mitbestellt. Das heißt, Schwenktisch heißt bei Westfalia immer, dass hier unter eine Platte ist, die man ausfahren kann. Der Tisch ist vom Format, glaube ich, 40 cm, nein, 46,5 cm sogar breit und bis hier vorne 1,2 Meter. Und wenn wir das dann einmal ganz rausschwenken, zack, schiebe ich das mal Chris kurz auf den Schoß, zack,
haben wir, und das ist auch ganz geschickt gemacht, weil es ein bisschen außermittig ist, 1,41 Meter bis da vorne. Und so kommt man eben auch vom gedrehten Beifahrersitz perfekt an den Tisch ran. Die gesamte Sitzfläche hier ist gute 96 cm. Das ist wie gesagt die schmalere Bank. Nehmt ihr den Columbus 600, könnt ihr noch eine ca. 10 cm breitere Bank haben. In beiden Fällen kann ich die Bank optional auch als Zusatzbett ordern. Und dann habt ihr mit wenigen Handgriffen hier vorne ein tolles Bett. Dafür nehmen wir einfach nur die Kopfstützen raus. Dann gibt es einmal eine Entriegelung. Und dann klappe ich mit einem Handgriff das Bett hier um. Es liegt fest drauf und habe ein richtig gutes Gästebett. Oder auch wenn man sich mal gestritten hat, sich mal aus dem Weg zu gehen. Von den Maßen, hier an der breiteren Stelle haben wir einen guten Meter. Wobei gefühlt bis zur Wand das 1,10 Meter ist. Und von der Länge haben wir 1,80 hier bis zu der Wand. Das wird Westfalia-seitig als Doppelbett deklariert. Das finde ich persönlich jetzt etwas sportlich, aber es ist ein super komfortables Bett für eine Person. Damit es genutzt wird, müsste man es jetzt unten noch einmal arretieren, damit es nicht wie so ein Schweizer Messer wieder zusammenklappt. Es sei denn, ihr habt ungebetene Gäste, dann arretiert es einfach nicht. Setzt sich jemand drauf, klappt und weg und ist unten im Keller. Abbauen ist aber genauso einfach. Hier einfach ein bisschen hochklappen, einmal drunter greifen und man braucht im Prinzip wirklich keine große Kraft. Einmal nach unten einrasten und fertig ist das Bett. Wollt ihr das Bett nicht haben, kommt hier serienmäßig ein Kleiderschrank. Dann habt ihr nochmal zusätzlichen Stauraum. Und wenn ihr sagt, ich will ja nicht nur ab und zu mal Gäste haben oder ab und zu mal getrennt schlafen können, sondern wir fahren regelmäßig zu zweit, zu dritt, zu viert und wollen mehr Raum haben, könnt ihr den Columbus 601 auch mit einem Aufstelldach ordern. Dann habt ihr hier oben drüber 2 Meter mal 1,40 Doppelbett zusätzlich zu dem festen Doppelbett hinten. Das haben wir ja zum Beispiel für uns als Familie Günther quasi gemacht. Für nächstes Jahr den Columbus, aber dann als Columbus 600 zu bestellen mit Aufstelldach. Und ich lasse zum Beispiel den Kleiderschrank hier, damit wir Stauraum haben. Die Unterscheidung Columbus 600, Columbus 601 ist relativ einfach. Die findet ihr im Prinzip komplett im Küchenblock. Wir haben hier einen 601er. Der 601er zeichnet sich quasi dadurch aus, dass er einen klassischen Kühlschrank hat, der hier unten drunter ist. Dafür hat er sein Kochfeld hier vorne. Und der 600er hat hier die Kühlbox, die man ausziehen würde. Aber dafür verlinken wir euch das passende Video. Schaut euch das einfach mal an. Technisch sind die Autos gleich. Das ist eine reine Geschmacksfrage, was ihr so leiden mögt. Beim 601er hätte ich optional noch die Möglichkeit, den Kühlschrank hier nach oben zu setzen. Dann kann ich eben den Kühlschrank auf Augenhöhe haben. Bekomme dafür einen kompletten Kleiderschrank darunter zusätzlich. Vorteil ist klarere Trennung Wohnen und Schlafen. Nachteil ist, wenn man zu kräftig ist, wenn man sich jetzt vorstellt, hier geht der Kühlschrank hoch, dann wird das für Leute wie mich durchaus enger. Und so mit meiner berühmten, ich kann mit dem Arm da rumschwenken Bewegung, fühle ich mich halt, obwohl die Nasszelle weit in Gang reinragt, überhaupt nicht eingeengt. Und ich persönlich, weil wir unterwegs dann doch noch immer mal wieder kochen, finde es total gut, dass man hier irgendwo eine Schnittfläche hat, wo man auch mal was hinlegen kann, wo man, wenn man im Bett liegt, ein bisschen was ablegen kann. Das gefällt mir richtig gut. Beim 601er ist der Küchenblock so, wir haben hier vorne eine Besteckschublade. Das ist einfach ein offenes Fach, weil das Waschbecken da drin ist. Und dann darunter 3 Schubladen. Nummer 1, Nummer 2 und ganz unten das gleiche nochmal. Und damit man schön viele praktische Ablagen hat, habt ihr hier vorne auf der Stirnseite nochmal ein paar Fächer, wo man auch noch was reinpacken kann. Und im Anschluss daran eben hier hinten den ganz normalen Kühlschrank, der wie gesagt immer ein Kompressorkühlschrank ist. Das heißt Top-Kühlleistung auch im Sommer, wenn ihr ausreichend Strom zur Verfügung habt. Damit immer ausreichend Strom vorhanden ist, haben wir in diesem Fahrzeug einen riesen Aufwand betrieben und eigentlich die gesamte Elektrik umgestrickt. Bei den Euro 6D Temp-Fahrzeugen bietet es sich ja sowieso an, für eine vernünftige Ladeinfrastruktur zu sorgen, weil die Lichtmaschinen ja intelligent und regelnd sind. Deswegen haben wir in diesem Fahrzeug einen Ladebooster eingebaut, hier mit 50 Ampere Leistung. Damit wir die Energie, die reinkommt, vernünftig speichern können, haben wir hier eine 200 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Batterie drunter gebaut. Die passt genau in den Sitz, dafür fliegen natürlich die Original Westfalia-Batterien raus.
Und der Wagen hat natürlich auch eine Solaranlage bekommen mit einem MPPT-Regler dran, der auch eine spezielle Ladekurve für die Lithium-Ionen-Batterien hat. Soweit, so gut, bin ich schon recht gut aufgestellt. Jetzt hat Westfalia aber serienmäßig ein Ladegerät drin, was nicht speziell für Lithium-Ionen-Batterien eine Ladekurve hat. Und da kommt es bei bestimmten Batterietypen immer mal wieder dazu, dass bestimmte Fehlfunktionen auftreten. Um dem hier entgegenzuwirken, haben wir hier noch ein Votronic-Ladegerät auch mit einer verstärkten Leistung eingebaut, so dass man, glaube ich, rundum sorglos dauerhaft Strom haben sollte. Wenn hier der Strom ausgeht, dann ist auch okay, wenn man weiterfährt, weil dann hat es wochenlang an einer Stelle geregnet. Und dann passt das auch, wenn ihr weiterfahrt. Das Gute ist immer, oder wo ich immer besonders stolz drauf bin, ist, wenn wir eigentlich alles geändert haben und das Auto trotzdem so aussieht wie vorher, dann denke ich, haben die Jungs in der Werkstatt gute Arbeit geleistet. Und wenn die Leute entspannt in Urlaub fahren können und Energie durch diese ganzen Umbauten einfach in den Hintergrund drückt, weil man einfach weiß, ich habe immer genug. Es kommt durch Solar genug rein, es kommt während der Fahrt genug rein, es kommt auf dem Campingplatz genug rein. Und wenn ich das alles nicht habe, habe ich mit dieser 200 Ampere Liontron Lithium-Batterie einen riesen Puffer drin, der mich wahnsinnig weit bringt. Das ist das, wo ich denke, dann kannst du entspannt in Urlaub starten und dich wirklich um Land und Leute kümmern und musst dir nicht Gedanken machen, habe ich denn noch genug Strom, hier noch eine Nacht zu bleiben. Was da für euch die richtige Menge und die richtige Konstellation ist, besprechen wir dann direkt an eurem Auto. Den Wagen hier haben wir zusätzlich noch mit einem Flachbildschirm, das sind 22 Zoll ausgestattet, den haben wir auf so einen Schiebeschwenkarm gesetzt, so kann man ihn nämlich aus der Sitzgruppe gut verwenden. Und wenn man ihn dann doch mal hinten am Bett benutzen will, kann man ihn auch rumschwenken oder falls jemals wieder eine Fußball-WM oder EM stattfindet, kann ich mich auch unter die Markise setzen. Das Ganze kann ich hier, wenn ich draußen sitze, sogar noch ein bisschen in der Neigung einstellen, dass ich, wenn ich draußen sitze, das noch komfortabler mit habe. Der Fernseher hat so einen Triple-Tuner mit drin, das heißt, wir haben DVB-T, SAT und Kabelfernsehen mit dabei. Hier wird erstmal nur mit DVB-T ferngesehen, das heißt, wir haben hier keine SAT-Antenne mit dabei und wir haben auch immer wieder Selbstständige, die den einfach als zweiten Monitor an ihren Laptop anschließen. Das Gute ist, durch den Raum, den wir hier haben, stört der Fernseher überhaupt nicht und wir haben es auch von der Höhe so niedrig wie möglich gesetzt, dass man eine gute Schauhöhe hat, ohne das Klappen des Bettes zu beeinflussen. Den Wagen haben wir jetzt mit einer Spiegeltür bestellt. Spiegeltür heißt bei Westfalia, ihr habt von außen und von innen komplett verspiegelte Türen. Wenn man das nicht bestellt, hätten wir das klassische Farbkonzept, dass wir quasi auf der einen Seite, dass wir hier auf der Innenseite das Weiß haben. Ach ne, Quatsch, der ist von beiden Seiten weiß. Haben wir hier. Und in dem Holz wäre dann die Tür. Dann haben wir das auch geklärt. Also das wäre die normale Variante. Die Nasszelle selber habt ihr eine normale Tedford-Kassettentoilette drin, eine separate Armatur für die Dusche da unten rechts und hier noch den Duscheinleger unten drin liegen, dass man auch gut in die Dusche eintreten kann. Der Wäscheständer oben links in der Ecke ist serienmäßig und auch die beiden Spiegelschränke sind zu beladen, einfach zu öffnen. Wenn ihr den Wagen mit dem Aufstelldach bestellt, kommt da ein zusätzliches Fenster mit ran. So wie er jetzt hier ist, haben wir oben in der Decke eine 40×40 Dachhaube, dass ich auf jeden Fall ausreichend für Belüftung sorgen kann. Und in diesem Fahrzeug, das habt ihr ja vorhin von draußen schon gesehen, haben wir zusätzlich noch die Sogentlüftung verbaut, dass man auch, wenn mal ein Geschäft Typ 2 verrichtet wird, ausreichend Belüftung hat und seine Mitreisenden nach innen nicht weiter belästigt. Dieser Westfalia Columbus ist auch vorne rum relativ komplett ausgestattet. Wir haben hier zum einen die originale Lenkradfernbedienung mit dabei, die wir toll verbinden können, weil wir hier das Alpine Navigationsgerät haben. Da werden wir immer mal wieder nachgefragt. Das haben wir auch schon 2-3 Mal in den Videos gezeigt. Das ist sicherlich einer der aufwendigeren Wege, ein Radio vorne einzubauen. Hat aber mit diesem etwas nach vorn gezogenen Display, da muss man ein bisschen länger drücken. So, jetzt ist es eingeschaltet. Mit dem nach vorn gezogenen Display einen relativ kurzen Weg, wenn man es bedienen will. Und dadurch, dass es schwenkbar ist, kann ich sowohl zum Beifahrer als auch zum Fahrer noch ein bisschen rüber drehen. Sobald ich die Zündung anhab, kann ich jederzeit auf die Rückfahrkamera zurückgreifen. Und das ist einer der Gründe, weshalb die Leute dieses Radio kaufen. Wir haben jetzt hier die High-End-Lösung von Alpine mit dran. Da kann ich eben verschiedene Modi einstellen und mir das genau anschauen. Und wenn ich will, was wir auch ab und zu mal machen, kann ich eben noch ein elektrisches Abwasserventil mit anschließen und dort eine zweite Kamera mit einblenden.
Sobald ich in Rückwärtsgang gehe, springt natürlich das auch mit an. Und dann kann man einfach sagen, man muss das Radio nicht großartig vorstellen. Das kann Apple CarPlay, das kann, glaube ich, auch Android Auto. Das kann sowieso Digitalradio und alles andere drumherum. Es kann einfach alles, was es können muss. Und da muss man sich dann ein bisschen mit auseinandersetzen. In diesem Fall haben wir die Anschlüsse davon an die Originalpunkte von dem Fiat gesetzt. Hier HDMI und USB hier unten sind fest angeschlossen am Radio, dass man alles hier unten ablegen kann. Ansonsten haben wir einen normalen Ducato. Was hier auffällt gegenüber den meisten Fahrzeugen ist die Einheit hier oben. Das sind die ganzen Assistenzsysteme mit Notbremsassistent, Spurhalte, Warnassistent, alles was da dazu gehört. Und der Wagen hat auch den Totwinkelassistent. Kannst du den Spiegel draußen sehen? Ja, ne? Da oben in der Ecke seht ihr einmal kurz das orangene Warndreieck. Wenn sich hier etwas im toten Winkel befindet, leuchtet das dort und achtet darauf, dass wenn ihr einen Spurwechsel macht, dass ihr nirgendwo gegenfahrt. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck vom Westfalia Columbus 601 bekommen. Es gibt, wie gesagt, das Schwestermodell 600 noch dazu. Schaut euch den nochmal an. Und wenn ihr den gleichen Wagen mit Längsbetten haben wollt, heißt er 641. Für alle Fragen, die zu dem Fahrzeug auftauchen, schreibt die einfach unten mit in die Kommentare oder kommt uns bei uns in Stove besuchen. Wir konfigurieren euch gern euren Wunsch Columbus. Nehmt nur immer ein bisschen Lieferzeit mit in Kauf. Momentan ist das bei allen Wohnmobilen leider sehr lang. Ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck bekommen habt. Würde mich freuen über einen Daumen hoch unter diesem Video und freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß!